Hi, da sind wir wieder. Es wird langsam warm und heute machen wir eine Pesto aus getrockneten Tomaten, gegrillter Paprika und noch mehreren Zutaten. Das erkläre ich, während wir anfangen, beziehungsweise während wir die machen. Die könnt ihr benutzen für Feta-Käse, wenn ihr den grillt in der Folie, könnt ihr das super da drauf machen. Ihr könnt das zu Lamm, zu Rind, zu Hühnchen. Eigentlich könnt ihr das zu allem essen. Einfach nur zum Dippen mit Baguette. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Heute kommt der Mixer wieder zum Einsatz. Wir legen direkt los. Wir haben gegrillte Tomaten, getrocknete Tomaten. Getrocknete Tomaten. So. Dann haben wir gegrillte Paprika. Die bekommt ihr eigentlich in jedem gut sortierten Supermarkt. Die sind wirklich gegrillt, die Haut ist abgezogen, haben einen super Geschmack. Die kommen dazu. Ich habe jetzt genommen eine Paprikaschote, da sind oft mehr drin, aber das reicht eigentlich. Dann machen wir dazu Knoblauch, muss ich eigentlich nicht sagen. 3 Zehen. Die Paprika waren eine Schote, die getrockneten Tomaten, das waren ca. 100 Gramm, 150 Gramm. Ich schreibe euch das nochmal genau in die Liste gleich. Dann machen wir dazu ein paar Kapern. Das ist ein Teelöffel, ich würde die Hälfte machen, einen halben Teelöffel. Die sind sehr salzig, deswegen brauchen wir gleich etwas weniger Salz. Die schmeiße ich jetzt einfach so rein. Dann machen wir da dran ein bisschen braunen Zucker, halben Teelöffel, das sollte reichen, weil die Paprika und die Tomaten eh schon recht süß sind. Wir machen diesmal Cashewnüsse geröstet ohne Salz dazu. Das sind ungefähr 50 Gramm. Die würde ich auch alle mit reinmachen, das gibt einen super Geschmack. Dann kommt dazu Parmesan, klar, frisch gerieben. Das werden auch ungefähr so sein, so 40 Gramm. Den machen wir erst zum Schluss dazu. Und dann habe ich eben aus dem Garten gepflückt Basilikum. Basilikum gehört einfach mit dazu. Ich habe jetzt 3 so ganze Stängel abgerissen. Die machen wir komplett da rein. Die schäle ich jetzt einfach hier so runter. Da muss man kein langes Hickhack machen. Die machen wir auch komplett dazu, die geben immer einfach einen super Geschmack ab. Also wie gesagt, 3 so Stängel, die könnt ihr auch kaufen im Supermarkt. Dann gibt es da immer diesen Topf in Plastikfolie. Dann nehmt ihr davon 3 Stängel. Das ist frischer Oregano. Den habe ich auch angepflanzt im eigenen Garten. Den schmeiße ich einen Stängel mit dazu. Dann Salbei. Ich liebe Salbei. Auch für die Kräuterbutter und so weiter. Der hat immer einen super Geschmack, auch für Kalbsleber oder sowas, wenn man sowas macht. Da habe ich 3 so Stängel abgepflückt bei mir im Garten. Das könnt ihr nach Belieben machen. Wenn ihr sagt, Salbei ist nicht so mein Ding, dann könnt ihr auch frischen Thymian noch mit reinmachen oder sowas. Eure Kreativität sind ja eh nie Grenzen gesetzt. So, das noch mit dazu. Dann machen wir hier mal Meersalz dran. Macht das nach Gefühl. Guck mal, ich habe jetzt 6, 7, 10 Mal gedreht. Das sollte erstmal reichen. Wir schmecken nachher noch mal ab. Dann groben Pfeffer. Auch so 10 Mal drehen auf die Menge. Sollte reichen für den Anfang. Dann brauchen wir ein bisschen gutes natives Olivenöl. Das kriegen wir aus Sizilien. Machen wir jetzt noch ein bisschen mit dran. Das werden so gewesen sein 40 Milliliter. Das reicht auch erstmal. Und dann können wir schon losmixen. Dieser Messbecher. Ihr seht, ihr könnt das zu Hause alle nachmachen. Jeder hat so einen Messbecher zu Hause und so weiter. Man muss da nicht das teuerste Küchenzeug haben. Und auch unser Küchenmixer ist jetzt nicht der teuerste, aber es funktioniert und das ist ja das, was wir eigentlich mitteilen.
Das wird natürlich jetzt durch die große Menge der Nüsse etwas heller, aber diese Nüsse geben auch einen super Geschmack ab, wenn die geröstet sind. Und das wird halt richtig cremig. Das ist auch wichtig, weil wenn ihr da so eine flüssige Pesto habt, die läuft euch vom Brot und so weiter. Deswegen ist das schon super, dass die jetzt gleich eigentlich eine richtig gute, feste Konsistenz hat. Okay, ich gebe jetzt trotzdem noch ein bisschen Olivenöl dazu. Nochmal so 30, 40 Milliliter und dann kommt der Parmesan dazu. So, kommt wieder raus. Also ihr seht, man muss schon ein paar Minuten mixen, den Parmesan unterziehen. Und es ist fertig. Ich probiere jetzt. Mega. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Probiert es aus, macht es nach und es ist einfach super, super lecker und blitzschnell. Echt schnell lecker. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.